18:35 Uhr ist kein Spanier im Restaurant. Aua. Wenn Christoph was zur Elektrik wissen will, dann muss man viel Geduld haben, weil der stellt 1000 Fragen. Das ist irgendwas römisch-katholisches. Ich hoffe, dass wir noch was zu sehen kriegen. Das hier ist der Plaza San Francesco. Das ist einer der großen Plätze hier in Cartagena. Jetzt wollte ich Lissabon sagen. Das ist einer der großen Plätze hier in Cartagena. Hier haben wir ganz viele von diesen großen Ficus Mammutbäumen. Ficus gigantus. Genau, Ficus gigantus heißen die. Und ich finde die total faszinierend. Die haben auch, hier sieht man das direkt neben mir, die Luftwurzel. Das ist tatsächlich eine Luftwurzel, also irre. Und wir haben ein Bild gesehen von vor, weiß ich nicht, vermutlich mehr als 100 Jahren. Da waren die Bäumchen noch ungefähr so. Und es ist Wahnsinn, was die gewachsen sind. Man könnte meinen, die sind 1000 Jahre alt, das sind sie aber tatsächlich nicht. Also ist toll. Und natürlich ganz typisch, an jeder Plaza in Spanien gibt es Restaurants, kann man draußen sitzen. Auch hier im Moment ist nicht die spanische Uhrzeit, es ist die deutsche Uhrzeit. 18:35 Uhr ist kein Spanier im Restaurant. Aua. Da fallen die Früchte runter. Hier hinten sind Restaurants, das wird nachher alles aufmachen und dann ist hier wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr los. Wir haben bei SVB einen ganzen Karton voll Leinen bestellt. Es hat keine 48 Stunden gedauert, dann war das hier in Südspanien. Finde ich echt beachtlich und ich bin sehr froh darüber. So, wir packen aus. Wenn ihr euch daran erinnert, in Sagres ist uns ja in den Böen beim Cup-Effekt die alte Genua-Schot gerissen. Das war ein genähter Tagling mit und das hat uns die ganze Zeit nicht richtig gefallen mit einem schweren Schäkel drin. Und im Moment sind unsere Ersatzschoten drin und wenn ihr die euch anguckt, seht ihr auch, das ist auch nicht das Richtige, aber es ist wichtig, Ersatzschoten dabei zu haben. Wir haben uns neue Schoten bestellt und zwar natürlich farblich gekennzeichnet in Steuerbord und Backbord, also rot und grün. Und die tauschen wir jetzt mal eben schnell aus. Und festgemacht werden sie mit Softschäkeln. Den Softschäkel habe ich selber gemacht, da bin ich ganz stolz drauf. Das ist meine erste Arbeit und ja, das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. So, also rausziehen, super Knoten. So sieht der aus. Aus dem Nehmer, genau. Bestellt haben wir übrigens bei SVB. Wir bestellen unterwegs nur noch, weil es gibt zwar viele Marina-Shops, aber die sind teilweise echt schlecht ausgestattet. Und bei SVB gibt es im Online-Shop tausende Artikel für Wassersportler. Und sie liefern weltweit, schnell und zuverlässig. Und sie haben auch eine Top-Beratung, wenn man irgendwie was wissen muss oder will, da anruft, sind die echt geduldig und erklären einem alles. Und
wenn Christoph was zur Elektrik wissen will, dann muss man viel Geduld haben, weil der stellt 1000 Fragen. Das ist leider richtig, das kann ich gar nicht dementieren. Nein. Jetzt können wir die alten Leinen mal wegtun, die sind schon total steif. Aber ich bin froh, dass wir noch einen zweiten Satz haben, weil sonst hätten wir ja bei den 8 Beaufort auch nicht tauschen können. Die sind zwar nicht optimal, aber die behalten wir. So, neue Reihen. Cool. Ich finde das ja echt cool, wie schnell die geliefert haben. Ne? SVB in 48 Stunden von Bremen nach Spanien. Das finde ich echt irre. Moment, jetzt außenrum. Ich mache hier mal verkehrt rum, ne? Dadurch. So, jetzt. Die Leinen falsch eingefädelt. Was für blöde Fehler man teilweise macht. Ne? Ist ja auch zum ersten Mal, ne? Zum ersten Mal, dass ich Leinen einfädel, ja. Wir haben jetzt für unsere Schoten vorkonfektionierte Ware genommen. Wir haben aber unser Spielfall uns konfektionieren lassen und das ist super. Das ging total schnell und wir haben da eine Beratung gekriegt, was brauchen wir für unser Boot. Und die arbeiten mit Gleichstein zusammen, finde ich auch super. Das sind echt qualitativ hochwertige Leinen. Und ja, also wir bestellen immer bei SVB, weil es macht einfach am meisten Sinn. Und wenn ihr gucken wollt, was SVB hat, der Link ist unten in der Beschreibung. Kann losgehen. Wir tauschen jetzt hier das Spielfall aus. Wir haben ein neues Spielfall von SVB uns bestellt. Das ist ein auf unsere Bedürfnisse hin konfektioniertes Fall in der farblichen Kodierung, in der Stärke, mit dem Takling. Hier mit dem Auge dran und natürlich mit dem Schäkel. Und das wollen wir jetzt mal tauschen. Ich habe am Ende von dem Spielfall eine Ziehleine festgemacht. Wir ziehen das jetzt einmal durch, dann nähen wir das da dran an und dann geht es wieder zurück. Geht los? Ja. Da ist die Ziehleine. Ja. Also den haben wir einfach nur, ist vielleicht undeutlich mit Nadel im Mund, ne? Ja. Den haben wir hier einfach nur dran genäht. Das ist das Spielfall und das ist die Zugleine. Das schneide ich jetzt durch und dann mache ich an die Zugleine das neue Spielfall dran. Fürs Boot wird auch genäht, ne? Hm. Den Knopf nähen wir nicht an. Den Knopf an der Hose? Ja. Das stimmt, da bin ich immer faul. Ich nähe das jetzt einfach nur mit ein paar Stichen fest. Und umwickel das dann einmal wie so ein Hosenknopf. So, das ist das alte Spielfall. Das schieße ich jetzt mal auf und dann können wir gleich mit dem neuen weitermachen. Das kommt in die Backskiste, falls wir das irgendwann noch mal brauchen. So. Wie sieht's aus bei dir? Kann losgehen. So, kann losgehen. Gut. Aber ich mache doch gar nichts. Im Moment noch nicht, nee. Soll ich dir die Leine entwirken? Ja, das wäre vielleicht ganz... Okay, stopp! Fertig! Spielfall hängt. Wir haben hier eine von diesen neuen Festmachern gestern angebracht. Wir liegen auf der anderen Seite noch mit Ruckdämpfer, weil hier die Pilotenschiffe, also die Lotsenschiffe immer raus und reinfahren und dann schwankt das Boot sehr stark die ganze Nacht. Oder nicht die ganze Nacht, aber häufiger mal in der Nacht. Und wir haben jetzt den mal heute Nacht ausgetauscht oder gestern Abend und haben jetzt eine Nacht damit geschlafen. Und die sind halt
auch ruckdämpfend. Und wir haben jetzt hier tatsächlich gar keinen Unterschied gespürt zwischen einer Leine mit Ruckdämpfer und einer ohne Ruckdämpfer, der neuen, und einer mit Ruckdämpfer. Das war super komfortabel. Also auch da hat sich das jetzt super gelohnt und die Stärke ist auch die, die wir jetzt brauchen. Also ich bin da echt glücklich drüber. Auge ist auch schon dran. Perfekt. Wir gehen jetzt in die Stadt. Da ist ein Fest, Cruces de Mayo, das ist irgendwas römisch-katholisches. Ich hoffe, dass wir noch was zu sehen kriegen, weil das irgendwie heute ist Sonntag und heute Nachmittag ist das vorbei, aber mal gucken, vielleicht sind sie ja noch am Feiern. Cartagena hat uns echt gut gefallen und wir machen gleich mal einen Spoiler. Wir sind noch ein bisschen länger geblieben. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Es kommt aber auch noch ein schöner Bericht über die Ankerbucht. Also man kann hier wirklich gut Zeit verbringen. Das ist übrigens die Ankerbucht direkt vor Cartagena, aber wir wollen jetzt nicht vorgreifen. Cartagena hat abends viele Veranstaltungen. Ein Seglerpärchen, was wir dort getroffen haben, die sind dort schon länger und die haben gesagt, dass dort ein sehr, sehr kulturelles Leben ist und hat sich ja auch in diesem Video schon gezeigt. Ja. Nach dem Stadtleben war das natürlich eine ganz tolle Angelegenheit, in eine Ankerbucht gehen zu können. Und direkt bei Cartagena gibt es eine wunderschöne Ankerbucht, a la Mega Chica. Da sind wir auch gerade. Und das ist eine wunderschöne Ankerbucht. Mit einem kleinen Fischerörtchen kann man auch auf den Hügeln schöne Trails laufen. Wenn du das nächste Mal nicht versäumen willst, dann abonniere den Kanal und mach die Glocke an, dann wirst du das nächste Mal auch informiert, wenn es weitergeht. Und in der Zwischenzeit bist du natürlich auf Facebook und Instagram gut aufgehoben. Da kannst du immer sehen, wo wir gerade sind und auch sonst die Neuigkeiten erfahren. Schön, dass du bis hierher dabei warst und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin. Bis dahin.